Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hier seht ihr sie mal wieder. Es sind hier 3 Buddhas, die sich, also dieses nicht sagen, nicht sehen, nichts hören. Und ihr könnt euch hier eine aussuchen. Ich habe die gerade wieder vorgeholt. Ich habe die früher ganz oft genommen. Und ich lege mal aus. Ihr wisst, es dauert ein bisschen. Ihr könnt natürlich die Figürchen auch mit Themen oder Personen belegen. Macht ihr so, wie ihr wollt. Ja, ansonsten wird es mal wieder Zeit für ein Dankeschön an alle, die hier immer dabei sind, die kräftig kommentieren, die Likes geben. Einfach an die treuen Gefährten, die mir hier meine Arbeit jeden Tag auch mit versüßen. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht, das darf man nicht vergessen. Ja, danke. Ich versuche immer, mir ein bisschen was einfallen zu lassen, damit es nicht immer das Gleiche ist oder langweilig oder so, dass man es nicht mehr hören kann. Wobei ich das auch verstehe, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt mal eine Weile genug. Okay, dann nehmen wir noch einen Engel. Und dann würde ich sagen, wir drehen die ganze Sache um, nachdem ihr natürlich auch ausgesucht habt, welchen ihr wollt. Ich lege es mal schöner hin. Bei mir ist das immer so wichtig, sonst kann ich mich erst recht nicht entscheiden. Gut, ich würde niemals den Buddha nehmen, der sich den Mund zuhält. Deshalb kommen für mich nur die 2 in Frage. Und ich würde heute zu dem, der nichts sieht oder nichts mehr sehen kann, tendieren, aber auch irgendwie ein bisschen zu dem, der nichts mehr hören will. Ich bleibe bei meiner ersten Wahl. Wir drehen um. Ja, hier geht es um was Spezielles. Hier geht es um die Seelengefährten. Um die besonderen Menschen oder um die besonderen Wesen, die uns in unserem Leben mal begegnet sind, immer wieder begegnen, oder auch um ganz spezielle hier, die euch jetzt umgeben. Und hier geht es darum, in eine Gelassenheit zu kommen. Vielleicht hast du hier irgendein Gegenüber. Für mich sind Seelengefährten durchaus auch Tiere. Und da geht es speziell darum, dass man gelassen sein kann, dass man etwas bleiben lässt, das nichts bringt, dass man sich nicht schnell aus der Ruhe bringen lässt, dass man seinen Frieden von anderen nicht stören lässt. Oder natürlich auch eine Situation mit einem Gegenüber, die sich hier beruhigt. Dann haben wir die 8 des Wassers. Hier gibt es irgendein Verlangen weiterzuziehen. Man sucht etwas Sinnvolles. Es ist eine große Phase von spirituellem und emotionalem Wachstum gerade um uns herum. Und vielleicht hilft einem so ein Seelengefährte auch ein bisschen mit auf die Sprünge, etwas Sinnvolles im Leben anzuvisieren, das man bis jetzt noch nicht gemacht hat. Das finde ich jetzt gut, denn wenn man hier etwas sucht, kommt hier gleich die goldene Gelegenheit. Und da geht es darum, dass sich auch das, was man sucht, öffnet, dass man die Tür nehmen darf und es halt auch wichtig ist, wenn sich die Tür öffnet, dass man dann durchgeht und nicht sagt, oh, lieber nicht. Also die Chance beim Schopfe ergreifen. Ja, vielleicht mag es für andere so aussehen, dass man ab und zu mal zu hoch fliegt,
Vielleicht ist es für andere auch bedrohlich, wenn man sieht, dass jemand auf dem Weg ist und sich einiges traut. Das könnte hier der Fall sein. Aber ich glaube, manchmal braucht man auch die Zeit für hohe Ziele und inspiriert damit auch andere. Es kann auch sein, dass dich jemand anderes inspiriert, mehr aus irgendwas zu machen und dir hier gleich die Gelegenheit mitliefert. Hier geht es um das Krafttier und da wir diese Karte haben, ziehe ich gleich noch eins für uns. Da wird dir gesagt, guck mal auf dein Krafttier speziell, denn dein geistiger Tierführer schützt dich und hilft dir in deinen Situationen. Das machen wir mal gleich, sonst vergesse ich es nachher wieder. Welches dürfen wir ihn hier haben? Und welche Botschaft steckt dahinter? Oh, okay, die Spinne haben wir hier. Die webt sich ihr Netz. Die schöpft ihre Dinge. Die Spinne sagt uns auch, dass wir versorgt sind, eingebunden, getragen im Netz des Lebens und dass wir eben den Faden unseres Lebens aufnehmen sollen und ja, mit diesem Faden uns etwas kreieren dürfen. Und es ist auch jetzt hier Zeit, dass man Licht in der Dunkelheit erkennt, dass man das wahre Potenzial seiner Kraft erkennt und man wird hier ungeahnte Freiheit erleben, weil sich neue Möglichkeiten auftun. Die Spinne taucht hier als Schicksalsweberin auf, um uns daran zu erinnern, dass wir mit allem verbunden sind, dass wir zum großen Netz dazugehören, wo auch alles seinen Platz hat. Jedes Leben, jeder Faden, jedes Weltenschicksal. Es geht hier auch sehr um die weibliche Seite, um die Berührung mit der Stille und aus dieser Stille heraus eben wieder Visionen zu haben. Natürlich, wir haben hier auch mit den vielen Fäden eine gewisse Verstrickung, die man jetzt umformen kann, wo man Dinge erlöst, wo man Dinge aus einem neuen, lebendigen Blickwinkel betrachtet, wo man nicht dieses Gefühl hat, man wäre irgendetwas oder irgendwem ins Netz gegangen. Also es geht um Träume, Visionen, um Gelegenheiten, die sich hier auftun, mit denen man sich wieder eingebunden an alles, was Neues kreieren kann. Unten haben wir noch den Engel der Hoffnung, der sagt, bleib dir und deinen Träumen treu. Dein Engel der Hoffnung ermuntert dich, in schweren Zeiten nicht aufzugeben, sondern stets an deine Herzenswünsche zu glauben. Schicke positive Gedanken in das Universum und glaube fest daran, dass sich alles zum Guten wenden wird. Das war die Botschaft von dem, der nichts mehr sehen will. Also trotzdem haltet die Vision, hier kommt eine goldene Gelegenheit, übersehe sie nicht. Jetzt, der nichts hören will, kann, soll. Ja, der nichts mehr hören will, der hat hier das Thema Selbstliebe und ebenfalls eine Phase, wo gerade sehr viel geistiges Wachstum stattfindet. Vielleicht auch im Bereich der Selbstliebe. Ich habe da mal einen schönen Spruch gelesen. Würdet ihr euch selber auch mal so behandeln, wie ihr alle anderen behandelt, wäre die Welt besser, also so in etwa. Oder aber, dass man auch niemanden außer sich selbst so schlecht behandeln würde. Viele sind da ja gut drin, manche haben ja auch eine Selbstliebe, die ist derart hoch, von denen können wir lernen. Und wir haben hier die Balance. Ne? Da kommt so ein Bedürfnis in eine nach Ausgeglichenheit, nach Mäßigung. Es geht auch ein bisschen darum, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen. Und es geht um Zusammenarbeit und Kompromisse, die man irgendwo macht, um eine Ausgeglichenheit zu kriegen. Der Engel sagt dir hier, verbringe mal Zeit alleine oder in der Natur, meditiere über Wünsche und Absichten, bitte um Hilfe. Und wenn du irgendwo keine
positive Sicht auf die Dinge hast, dann darfst du hier auch darum bitten, eine positive Sicht zu kriegen, denn auch das gehört zum geistigen Wachstum. Mit Maat haben wir hier noch, egal was dich im Leben jetzt so betrifft, dass die Situation mit Fairness behandelt wird. Es wird gerecht sein, ne? Die Ausgeglichenheit, die Waagschalen bringen immer auch eine Gerechtigkeit mit, da ist dann nichts mehr offen. Die haben wir hier drauf. Ja, und es geht darum, dein Inneres auch auszudrücken, sich zu bewegen, etwas Schwingung in dein Leben zu bringen. Auch dieses schöpferische Potenzial mal rauszulassen, nicht ganz so kopflastig zu sein. Mal wieder eine inspirierende Musik anzuhören, auch da fließen dann Gefühle wieder. Bei manchen hat es auch nicht so eine Wirkung, bei mir schon. Und der Engel des Selbstvertrauens. Der sagt dir hier, du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren, Selbstliebe. Lerne dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welche einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich, so hab du es auch. Spannend. Gut, letzte Situation, der nichts mehr sagt. Wow. Auf der nichts mehr sagen möchte, auf den wartet eine neue Liebe. Es kann hier sein, dass deine Partnerschaft besser läuft, dass du selbst wieder aufmachst oder dass tatsächlich ein neuer Partner vor deiner Türe steht. Und es scheint hier auch an der Zeit zu sein, es geht um die göttliche Führung. Es ist vielleicht auch wichtig, dass jetzt wieder Liebe in dein Leben kommt. Und es passt ja ganz schön. Hier geht es um die Einheit, sich mit jemandem zu verbinden. Es geht um Gleichgesinnte auch. Also es wird jemand sein, der irgendwie zu dir passt, mit dem du eine Einheit bilden sollst. Aber es geht ja auch darum, sich Gleichgesinnte zu suchen an sich, ne? Dass man in so ein Resonanzfeld kommt, wo man sich austauscht, wo man verspürt, man ist nicht alleine. Yvonne sagt dir hier, dass du eine besondere Verbindung zu Tieren haben könntest. Und es gibt hier natürlich auch einen kleinen Gruß von oben. Wenn du irgendein Tier hast, das bereits im Himmel ist, dann kriegst du hier die Nachricht, dass es gut behütet da oben ist. Weiche nicht, also steh auch zu deinen Dingen, die für dich wichtig sind, zu deinen Werten. Sei überzeugt von dir, gebe weiter, was für dich wichtig ist. Da sich der Buddha hier den Mund zuhält, geht es wahrscheinlich auch darum, auszusprechen, was wir für richtig halten und diesen Standpunkt auch zu vertreten. Ui, okay, sehr speziell. Ihr habt hier die Feen. Hier geht es um eine starke Verbindung zu Feen oder eben zum Naturreich. Vielleicht auch ein Stück weit Lebensaufgabe, die sich mit dem Thema Natur, Tiere zeigt. Und ihr habt den Engel des Loslassens. Dinge loszulassen hilft dir, dich von Ballast zu lösen und deine Seele zu befreien. Sei es ein Streit, Liebeskummer oder eine bedrückende Situation. Löse gedanklich diese Verbindungen und gib die negativen Gefühle frei. Loslassen bringt alles ins Fließen und macht dich glücklich und zufrieden. Dein Engel wird dir dabei helfen, dich von Dingen oder Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Speziell hier, ne, mit der Einheit wird ja gesagt, suche dir auch die Leute, die mit dir resonieren, wo ihr gleiche Glaubenssätze oder gleiche Vorstellungen und Werte habt. Und lasst euch auch nicht hier zu irgendetwas überreden, was ihr gar nicht seid. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.